zusammen, willkommen bei Gandalfs Spielregal. Heute geht's nach nicht festgelegt. Zelus, aber das ist auch ein Gasplanet. Wir befinden uns wie gesagt hier auf dem Planeten Zelus und als Spieler ist es euer Ziel, der berüchtigtste Kapitän auf dem Planeten zu werden. Ihr sammelt also Notoritätspunkte. Wie kriegt ihr die? Ihr bekommt diese Punkte, indem ihr diese Crester jagt. Das Spiel unterteilt sich im Wesentlichen auf zwei Bereiche. Einer davon ist, was auf dem Planeten selber abgeht, wo ihr rumsegeln könnt mit eurem Schiff oder eure Beiboote absetzen, diese Crester jagen und so weiter. Einer der Haupteffekte hier auf dem Planeten selber ist die ändernde Windrichtung. Die ist sehr relevant für euch als Kapitän, weil sie ändert in jeder Runde. Am Anfang jeder Runde wird gewürfelt und dann ändert die Windrichtung entsprechend. Wenn die geändert hat, die Windrichtung, könnt ihr in eurem Zug mit dem Wind, in diesem Fall in diese Richtung hier, ohne Bewegungspunkte segeln, soweit ihr wollt. Ihr müsst einfach aufpassen, dass ihr nicht in irgendwelche Felsenfelder oder, wenn ihr es nicht wollt, an irgendwelche Crester geratet. Alle weiteren Bewegungen, die nicht in genau der Windrichtung sind, kosten euch Bewegungspunkte. Und gegen den Wind segeln geht gar nicht. Hier habt ihr jetzt ein Spielbrett von einem Schiff, das auf dem Brett steht. Es hat gerade einen grauen Crester im Laderaum und wartet darauf, dass er den verarbeiten kann. Er hat den Laderaum voll mit Gas, den er von Crestern geerntet hat, und kann jetzt diese Aktionen hier machen, diese 6 hier. Hier sieht man ebenfalls die Moral, die ist sehr wichtig, weil es gibt von einem verarbeiteten Crester so viel Gas, wie die aktuelle Moral des Schiffs ist. Wenn ihr einen Crester erlegt habt, dann könnt ihr den verarbeiten. Ihr bekommt dann einen Zahn und den, wenn ihr den zum Hafen zurückbringt, dann werden euch Ruhm und Ehre zuteil. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil diese Crester, diese riesigen Himmelswale, die mögen die Eindringlinge in ihrem Revier nicht allzu sehr und deswegen schaut immer, dass ihr möglichst viel Abstand haltet zu ihnen, wenn eure Runde zu Ende ist. Der zweite Bereich ist der Hafen. Der Handelsposten bietet verschiedene Karten zum Verkauf an, die man dann benutzen kann und sich so Vorteile verschaffen kann. Zusätzliche Treffer, einen Bewegungspunkt mehr oder die Crewmoral hochhalten, wenn sie mal abzusaufen droht. Man kann ebenfalls Crewmitglieder anheuern. Man hat 3 Slots auf dem Schiff und jeder Slot kann mit 2 verschiedenen Crewmitgliedern besetzt werden. Es ist dann jeweils entweder oder. Man muss sich da ein bisschen überlegen, welche Strategie man verfolgen möchte. Es gibt beim Spiel selber die Möglichkeit, das noch ein bisschen auszubauen. Man kann zum Beispiel weitere Achievements einfügen, man kann es kooperativ spielen oder als Solo spielen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, als den Naturalisten zu spielen, der so wie bei uns im echten Leben der WWF, der die Wale taggt und wieder freilässt und dann schaut, wo sie durchgehen. Und das gibt dem Naturalisten dann die Punkte. Ich bin begeistert von diesem Spiel. Es war letztes Jahr, 2019, eine Kickstarter-Kampagne, die erfolgreich finanziert wurde. Aktuell ist auf Kickstarter die Erweiterung Treacherous Skies am Laufen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr euch die anschaut und wenn euch das Spiel fasziniert, schnappt euch die Erweiterung, die ist sicher großartig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst Kommentare
abonniert den Kanal oder unterstützt mich auf Patreon. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.